HTC ist zurück mit einem neuen Flaggschiff-Smartphone. Das HTC U12 Plus ist der Nachfolger des U11, bietet ein großes Display ohne Notch, keine Hardware-Tasten mehr und 4 brandneue Kameras, mit denen noch bessere Bilder gelingen sollen. Genügend Gründe also, um sich das Telefon mal etwas genauer anzusehen. Das Design des HTC U12 Plus ist eine gute Mischung zwischen dem HTC U11 und dem U11 Plus. Es bietet ein sehr großes Display in einem sehr schlanken Gehäuse, einfach weil die Displayrahmen im Vergleich zum U11 um einiges geschrumpft sind. Auf der Front haben wir einen 6 Zoll großen Super LCD 3 Bildschirm mit einer sehr hohen Auflösung und HDR10-Fähigkeit. Im Vergleich zu den meisten Neuvorstellungen dieses Jahr setzt HTC nicht auf eine Notch und ich kann mir vorstellen, dass dieses Gerät dadurch einige Fans finden wird. Trotz des großen Displays fühlt sich das HTC U12 Plus noch handlich in der Hand an. Es ist vergleichbar mit einem Huawei P20 Pro, wiegt allerdings etwa 15 Gramm mehr und ist auch um einiges dicker. Mit 9,7 mm an der dicksten Stelle ist es damit das dickste Smartphone, das dieses Jahr vorgestellt wurde, allerdings steht dann auch die Kamera auf der Rückseite nicht mehr hervor. Wie auch schon bei den Vorgängern setzt HTC beim U12 Plus auf das Liquid Glass Design. Das bedeutet, wir haben auf der Front als auch auf der Rückseite hochwertiges Gorilla Glas von Corning verbaut und dieses fühlt sich insgesamt sehr hochwertig und solide an. Die 3 erhältlichen Farben sind alle sehr hübsch, mir persönlich gefällt aber das Translucent Blue, was auch die Flaggschifffarbe ist, am meisten. Diese Farbe ist auf der Rückseite teilweise transparent, sodass man die Innereien des Telefons direkt sehen kann. Was man dabei leider nicht sehen kann, ist das Wireless Charging, denn dieses wurde überhaupt erst gar nicht verbaut. Was ebenfalls fehlt, ist ein 3,5 mm Kopfhörerausgang. Stattdessen setzt HTC zum einen auf die Boom-Sound-Lautsprecher, die noch lauter geworden sind, und zum anderen auf den USB-Typ-C-Anschluss sowie auch die mitgelieferten ViewSonic-Kopfhörer mit aktivem Noise Cancelling. Diese haben mir bereits beim Vorgänger sehr gut gefallen und ich freue mich, dass sie wieder in der Schachtel sind. Was das HTC U12 neben dem Kopfhörerausgang übrigens auch nicht hat, das sind echte Hardware-Tasten. Was wir an der Seite des Smartphones sehen, sind nämlich nur angedeutete Tasten, die allerdings keinen echten Druckpunkt haben. Stattdessen führt HTC mit dem U12 Plus die HTC Edge Sense 2 Technologie ein. Das bedeutet, dass der komplette Rahmen des Smartphones nun nicht mehr nur noch auf Druck an einer bestimmten Stelle reagieren kann, sondern auch auf kleine Tippbewegungen an unterschiedlichen Stellen. Durch die kleinen Vibrationen, die man als Feedback bekommt, fühlen sich die Tasten wirklich echt an. Dazu können mit Edge Sense 2 nun auch neue anpassbare Gesten, zum Beispiel zum Starten der Kamera, des Sprachassistenten oder zum Einschalten der Taschenlampe verwendet werden. Ein weiteres Highlight des HTC U12 Plus sind die Kameras. Auf der Rückseite haben wir einen 12 Megapixel Weitwinkelsensor mit der HTC Ultra Pixel 4 Technologie. Der zweite Sensor ist dafür da, um Tiefeninformationen zu sammeln, aber auch um als zweifacher optischer Zoom zu funktionieren. Auf der Front gibt es ebenfalls 2 Kameras mit 8 Megapixeln Auflösung und einem Weitwinkelsichtfeld von 84 Grad. Mit diesem Dual-Kamera-Setup ist es möglich, Weitwinkel-Selfies zu machen, aber auch einen Bokeh-Modus zu benutzen, sodass der Hintergrund unscharf wird. Außerdem kann diese dafür benutzt werden, um das Telefon per Gesichtserkennung schnell und sicher zu entsperren. Und damit all das Gezeigte auch wirklich flüssig funktioniert, haben wir den aktuellen Qualcomm Snapdragon 845 Prozessor mit 6 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internem Speicher, der sich auch mit microSD-Speicherkarten erweitern lässt. Alternativ steht eine zweite SIM-Karte zur Verfügung. Das Gerät läuft aktuell unter Android 8 Oreo mit der neuesten HTC Sense-Oberfläche und diese machte auf den ersten Blick auf jeden Fall eine sehr gute Figur. Wie auch schon von anderen HTC-Geräten bekannt, läuft diese wirklich sehr schnell und flüssig und bietet die eine oder andere Funktion, die sehr praktisch sein kann. Für genügend Saft unterwegs sorgt der 3500 mAh große Akku. Dieser kann nicht nur Quick Charge 3.0, sondern auch das neue Quick Charge 4.0 und Power Delivery 3.0 unterstützen, sodass das U12 Plus bei Bedarf auch sehr schnell aufgeladen werden kann. Preislich liegt das Smartphone bei 799 € und ist ab Mitte Juni in Deutschland verfügbar. Auf den ersten Blick macht es auf mich einen sehr soliden ersten Eindruck und ich freue mich, dieses Gerät später ausführlich testen zu können.
Aber zum Schluss geht mein Wort natürlich an euch. Wie findet ihr das HTC U12 Plus? Ist es preislich in Ordnung? Wie sind die Funktionen und was haltet ihr von HTC Edge Sense 2? Hinterlasst mir dazu gerne einen Kommentar, damit wir gemeinsam darüber diskutieren können. Abonniert den Kanal, um den Test zum HTC U12 Plus nicht zu verpassen und gebt mir gerne einen Daumen nach oben, falls euch dieses Video gefallen hat. Ich bin Daniel von Tablet.de. Vielen Dank fürs Zusehen.